Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain hier auf The Nerdern Way of Life. Mit dem Drake. In dieser Folge... ich muss mir das echt mal abgewöhnen, glaube ich. In dieser Folge gehen wir mal eben zu... jetzt fällt mir der Name nicht ein. Pass. Beziehungsweise wir lassen uns Alter, was ist denn los? Hintransportieren zur Medical Platform. Und gucken mal, ob wir nicht mal ein paar Fotos loswerden können. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir 2 jetzt haben, wo wir in der letzten Folge den Mother Base Soldaten geholt haben. Oder ob das tatsächlich das einzige Neue ist. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Ah ja, hier für die Musik. Gut, dann mal fix dahin gelaufen. Nee, nix Zielübung. Noch ein höher. Scheiße. Dann geht auch hier. So. Hier ist immer noch dicht. Wann machen sie denn hier endlich mal auf? Wahrscheinlich nie. Okay, alles klar. Ja, was ab? Ich hab da mal was für dich. Ich kann nicht. Oh, habe ich genug Ressourcen? Ne, 75.000, ne? Richtig. Amanda and I taught Cecile how to make it. She picked it up so fast. I was really surprised. I guess Parisians have cooking in the blood. Are Cecile and Amanda doing okay? I wonder why they haven't visited. Ach, Cecile. Amanda war klar, aber Cecile habe ich gerade überlegt, aber Pariserin... So tired. Ja, klar. I will just lie here a while. Okay. Das war jetzt das 6. Foto. Ich glaube, 10 Stück gibt's. Müssen wir gleich mal gucken. So, erzählt jetzt noch irgendwas? My stomach. Ich bin echt mal gespannt, was passiert, wenn man ihr alle Fotos gegeben hat. Ob sie dann irgendwie... Ob ihr dann das Hirn explodiert oder was? Noch mehr? The real me. I am. Sie kommt dem schon näher. Okay, alles klar. Gut, dann raus hier. Und dann schauen wir mal. Kassette erhalten. Ach, diese Kassetten, ey, wir haben so viele Kassetten, krass. Da, 26 Stück. Gott. Dann gucken wir jetzt in die Missionsliste. Please select a mission. Aber es gibt im Moment nur die, ne? Ja. Aber ich würde sagen, wir machen die gelbe Nebenmission, die um Huey zu überführen. Auch wenn mir das nicht so gefällt, aber machen wir das. Und dann mache ich gleich mal ein paar Kassetten an, weil ich will ja auch wissen, was da so... Da sind einige Kassetten dazugekommen. Ich meine, 26 Stück, ist klar, das sind schon ein paar, ne? Ich wollte gerade sagen, kann ich jetzt schon anmachen, aber das wäre Quatsch. Los, flieg los! Und dann schauen wir mal, den KI-Pop da rausholen. Ich bin mir auch nicht ganz so sicher, das wollte ich sowieso mal ansprechen, wegen den Nebenmissionen. Dieses Projekt hier geht mir, was Let's Plays angeht, mittlerweile schon fast zu lang. Und ich hatte schon überlegt, ob ich das Let's Play auf die Hauptmission, also auf die story-relevanten Missionen irgendwie beschränken soll. Das würde ich aber euch entscheiden lassen. Allerdings würde ich dann wahrscheinlich demnächst, weil ich will ja mit meinem Bruder, habe ich ja auch, wie gesagt, gerade ein Projekt, was ich mit ihm da starte, was dann demnächst hier auch losgehen soll. Und ich will aber, wie gesagt, auch nicht, ich habe schon öfter mal erwähnt, den Kanal nicht so zubomben mit irgendwie Sachen von mir. Also... Boss, your heroic deeds appear to have earned the respect of other PFs. Now you'll be able to infiltrate rival PFs' FOBs without having to worry about their nuclear deterrent. Go get one over on these guys who've escaped retaliation thanks to their nukes.
Was ich sagen wollte ist, mal schauen. Mal schauen, wie wir das hier weitermachen. Fakt ist, es geht auf jeden Fall weiter. Heading to Afghanistan. Ja, kann also bleiben, aber ich brauche hier kein Fahrzeug. Das kannst du bitte, genau. Das kannst du bitte zu Hause lassen. Deploying. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, weil, wie gesagt, die Mission, es wiederholen sich jetzt ja anscheinend einige. Und ich weiß nicht, ob das für das Let's Play so interessant ist. Ich meine, sie sind schwieriger. Dadurch seht ihr natürlich dann auch irgendwie, wie ich mich da anstelle. Aber also mich würde mal interessieren, ob ihr das sehen wollt. Ist das interessant für euch? Der Not Commander wird jetzt schreiben, ist der Einzige, der im Moment schreibt, wird jetzt schreiben, ja. Ich will sehen, wie du dich da anstellst. Mal schauen. Also ich würde es machen, klar. Aber muss ja auch an euch denken, ne? Mich interessiert auch, was ihr dazu sagt. Aber wirklich, wir sind jetzt bei Folge 76. Ich hätte niemals erwartet, dass dieses Spiel so lange dauert. Ich weiß gar nicht, ich hatte ja... habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber ich muss ja irgendwo bei 130 Stunden oder so muss ich ja liegen. Das ist Wahnsinn. So, ja, wir müssen in die Basis, die kenne ich, glaube ich, sogar noch. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir so an Kassetten haben. Da. You mentioned that the man on fire was crushed under Sahelanthropus in its hangar. Yeah. He was caught under the wheels of its transport platform. But his body wasn't found. What? We searched the area the moment we arrived, but there was no trace of him. I wasn't hallucinating. I know. I trust you on that. That means someone must have taken the body. When I got there, everything was still as it was. Even Skullface hadn't been touched. I can't see a reason to sneak into a place like that and drag out the biggest, heaviest guy there. What are you getting at? The only option left is... he got up and walked away. That platform ran him over. Just ran him over. You're saying that's not enough? I don't want to believe it, but maybe not. He shrugs off bullets, even rocket strikes. There's no reason to think that would finish him. It seems ridiculous, but I'll start gathering eyewitness accounts just in case. If you dig up anything concrete, I want to know. You'll be the first, if I dig anything up. But I hope to hell I don't. No kidding. Dann sind wir den also noch nicht los. Den Feuerheini. Aber es wäre auch ein bisschen schade gewesen, weil ich ja immer noch wissen will, wer das ist. So, damit ihr auch was seht, ne? Ich glaube, das ist immer sehr, sehr dunkel auf YouTube. Das ist echt ätzend. Ich verstehe nicht, warum das so von YouTube runterskaliert wird, die Helligkeit. Naja. So, weiter geht's. Direkt 4 Kassetten. We've inoculated the staff with Walbachia to keep them from becoming symptomatic. That should also contain the infection. How did this happen in the first place? It has to have been a Cypher spy within our ranks. If this is so, then why the Kakongo strain? If their intent was to wipe you out. Skullface said the remaining English parasite was close to the boss. If this latest strain was his doing, he wouldn't have tipped his hand. It is possible someone brought eggs onto the base without knowing. Stuck to their shoes, clothing. Well, that makes the most sense to me. And where did the eggs come from? You mentioned that your boss visited Nzoya Badiopulu. Sure, but his gear's disinfected immediately upon return. Then he was not the carrier. And not just the boss. All staff dispatched to high-risk regions were quarantined on the flight back. When the symptoms first appeared, we checked and disinfected all equipment used up to that point.
Any and all prisoners, soldiers, materials, and animals extracted during missions were also quarantined. So, that just leaves. I have seen children around here. Where are they from? All over. Some were being held hostage at a mine. Then there were the troublemakers at Walla Yamasa. Walla Yamasa. Yeah. Their clothes, their things. Did you burn them? They're just kids. We couldn't. And besides, not one of them's shown symptoms. The parasites don't infect prepubescent What? hosts. Their vocal cords are not fully developed. Well, if infection doesn't occur in children, It is possible they carried eggs on their clothes, and the infection spread from them. Check the kid's stuff. I doubt there is any trace left by now. And if there is, some of those kids must be close to hitting puberty. Subject on board. Leave the rest to us. the name Walla Yamasa got quite a reaction from you. I'm guessing the Kikongo strain was released in that village. Cypher used that region to experiment with vocal cord parasite transmission. The Kikongo strain. The settlements around the refinery upstream of Walla Yamasa were the proving grounds. They would infect one villager and record transmission speed. Dangerous work. If they failed to contain the infection, it would slip into the surrounding regions. At which point the world found out about the parasites, making them useless as a weapon. Incredible they'd risk such a thing. The test site was densely populated too. A terrible place for such experiments. No doubt, they thought burning everything would wipe away all traces. The settlements were covered in oil anyway. Who would wonder if one day they caught fire? And so it did. They burned it all, living and dead. Those remains. But they miscalculated. Transmission speed was far faster than anticipated. It may have been the temperature, or hygiene standards, or perhaps the parasites reacted quickly to Kikongo. Whatever the reason, nearly all villages were swiftly infected, and the settlements reduced to mounds of corpses. Making matters worse, the dry season was ending. When it came time to burn the village, the Moneni River had swelled. Many of the bodies were waterlogged. Meaning they didn't burn completely. The corpses still contained viable eggs, and the larvae washed downstream. And when the people downstream drank that water, That marked the end for Walla Yamasa. I learned all of this at the mansion. I warned him of the risk of eggs getting out. And? We are prepared for any of it. He's coming too. Roger that. Get it? Putting the oil field back online. The oil leaks, saner. They plan to pollute the river, prevent the spread of infection. But the oil flow was stopped, and downstream the people of Masa village started using the water again. The PF soldiers deployed at the village were locals, spoke Kikongo. They were infected, and the kids survived. I've heard enough. And who stopped the flow of oil? Don't. We did. That confirms it. The source of the Kikongo strain infection was Masa village. And the children brought it here. It is no one's fault. There is no blame to be cast. Naja. The parasites, Ja gut, wir wussten es nicht. they were tested in other regions? Their physiology requires that they be tested under varied conditions. Another test site was in Afghanistan. So it was the parasites there. Both the Pashto and Tajik languages are spoken in the mountains of Afghanistan, and population density is low. Ideal testing grounds for how accurately the parasites target only the specified language.
fighters at Smusay Port. It was doubly successful. No Tajik Mujahideen or Soviet soldiers became symptomatic. So the parasites proved to be effective. What about the second test? Also supposedly a success. A Pashtun village was the target. However, the original aim was to obtain samples of the infected. In this, they failed. And the village? The Soviets enacted the standard scorched earth operation. That must have been the village where Malak lived, before being held captive at La Marjate Palace. Having had more time to think on it, the details shared with me may have been false. They are madmen who would do anything to cover up the truth. They certainly seem to like tossing their problems in the fire. As a boy, Skullface's life went up in flames. Perhaps that is what fuels his fixation with fire. Your Wolbachia stopped the infection all right, but I Okay, still warte. How can a few bacteria change males to females? Ich finde das ganz interessant, wie sie die Geschichte erzählen, weil früher war das immer so über Codec-Gespräche, wurde die ganze Exposition erklärt. Und jetzt sind es auf einmal Tonbänder, die man sich optional anhören kann. Finde ich ganz gut. Auf der anderen Seite finde ich es auch wieder schade, dass halt ja, die Geschichte halt über Tonbänder abgespielt wird. Ich meine, wir haben Videospiele und wir kennen das alle. Wir kennen das von Bioshock, wir kennen das von Dead Space, wir kennen das von eigentlich jedem Spiel. Es gibt überall entweder Textbücher oder Textdokumente, die man sich angucken, durchlesen kann, muss, um die Geschichte zu begreifen, oder ja, Tonaufnahmen, die man sich anhören kann, Videos und. Aber seltenst hat man das wirklich, dass die gesamte Geschichte nur durch das Spiel erklärt wird. Also durch Aktionen, die man im Spiel vollführt. Finde ich ein bisschen schade manchmal. Aber auf der anderen Seite, wie willst du es bei Metal Gear sonst anders erklären? Also die Geschichte ist ja meistens so ausufernd und jetzt ja auch schon wieder. Und es macht ja auch irgendwo Sinn. Komme ich da rein? Soll ich da rüber klettern? Ja. So, aber jetzt sind wir hier im Hangar und theoretisch müsste doch hier der Pod stehen. Der stand doch hier drauf, oder nicht? Der Pod ist weg. The Pod is gone. Was irgendwie jetzt doof ist. Ich dachte, ich gehe hier rein und finde den Pod und... Interessant. Vor allem, weil der Hangar ja auch offen ist. Also ich komme da rein. Kam ich ja vorher nicht. Wo könnte er denn jetzt sein? In einem der anderen Hangar, oder? Quiet hat ja auch nichts irgendwie großartig markiert hier. So. Ja gut, aber es wäre auch irgendwo logisch, wenn er draußen wäre, weil ich muss ihn ja abtransportieren. Und ich kann ihn nicht abtransportieren, solange ich nicht die letzte Stufe der Full-Tone Recovery habe. Da steht einer, der ist nicht markiert. Wieso ist der nicht markiert? Analysis complete. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ding in dem Hangar direkt vor uns ist, in dem zerstörten. Da ist ja noch einer. Analysis complete. Quiet, was ist hier los? Wird jetzt hier schlampig gearbeitet? Wir müssen uns mal um deinen Arbeitsvertrag hier... Wie siehst du denn aus, Alter? Du bist ein richtig hässlicher Motherfucker. Du bist ein bad Motherfucker. Jeep, okay, ich wollte gerade sagen. Ich hatte gerade Angst, dass das ein Walker Gear wäre. Sind hier noch mehr Container? Nee, ne? Oh. Da hinten stehen noch Container, ne? Ist das ein roter Container? Ja.
So, mal kicken, ob ich recht habe. Natürlich habe ich nicht recht. Wo ist das Ding? Wo könnten sie das verstecken? In dem Hangar? Auf einem Jeep? Wo? Mal gucken, ob ich mich an einen Soldaten irgendwie anschleichen kann und den mal ausfragen kann. Aber im Moment stehen mir die alle viel zu dicht beisammen. Oh, ein roter Container. Den da. Das ist die 1 Gruppe. Oh oh. Die 1 Wer hat da gerade geredet? Analysis complete. Und vor allem worüber? Die 1 Cobra gegründet haben. Was zum... Oder war ich sowieso im falschen Hangar? Das sieht ganz so aus, als wäre ich sowieso im falschen Hangar gewesen. Das ist sie! Ja, okay. Ja, wieder elegant ums Ziel rumgeschlichen. Was denn nun? What? What? Hä? Iron Woman haut ab, oder was? Kein Bock drauf. Jetzt muss ich hier irgendwie rauskommen. Got a report from the intel team. Remember how the man on fire was crushed by Sahelanthropus? Ja. Extraction Well, the Soviets arrived at recovered his Mother body. Base. Was? Could he really be dead? Boss, head for Yaha-Ohu's supply outpost and secure the man on Development fire's project body. has Was? been added. If Skullface was right, and a thirst for revenge can turn a man into a demon and keep the dead alive, and this Analysis man on fire complete. who's been coming after us ever since you woke up, well, that just might be what's left of our old friend Volgan. Da! Ha! 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 Habe ich von Anfang an gesagt. Habe ich es von Anfang an gesagt oder habe ich es nur gedacht? Subject on board. Glaubt jetzt eh keiner. Rest to us. Wenn ich es nicht gesagt habe, glaubt es mir eh keiner. Gut, ich würde sagen, der Pot ist im Kasten. Als nächstes gehen wir dann hierhin, genau, zu dem Außenposten und holen dann unseren Old Friend Volgan ab. Alles klar. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wenn es gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.